Guten Morgen, ich bin in Amsterdam Zentral und ich teste heute für euch einen neuen Zug hier von Amsterdam nach Berlin, nämlich Go Volta, wie der so funktioniert. Ich habe schon direkt am Anfang ein Problem und zwar mit deren Buchung. Ich habe vor Wochen das gebucht und gezahlt und da kam natürlich auch eine Bestätigungs-E-Mail. Und da stand drin, man muss bis zu 4 Stunden vorher einchecken. Mir ist das dann gestern Nacht noch zufällig aufgefallen und ich habe es dann am Handy versucht, aber das hat technisch nicht geklappt. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben. Aber eine Antwort habe ich nicht gleich bekommen. Also es gibt hier jetzt keine Person, mit der man irgendwie sprechen könnte. Jetzt habe ich hier irgendwie alles abgesucht. Das fände ich jetzt irgendwie schon cool, weil es könnte ja Probleme geben, wenn jetzt hier 20 Minuten vor Abfahrt mal irgendjemand ansprechbar wäre. Ich finde, dass diese Check-in-Nummer überhaupt keinen Sinn ergibt. Also sie gibt keinen Sinn, warum man das machen will. Ich habe ein Ticket gekauft für diesen Zug. Und da will ich damit fahren. Und es gibt, also das ist bei Zügen, also keine Ahnung, bei Ryanair oder so, also für mich ist es so, dass da das Playbook von Ryanair ein bisschen abgespielt wird. Dann muss ich jetzt mal warten, bis der Zug kommt und frage dann mal hier jemanden, ob das geht. Ich hoffe, dass hier Kulanz gewaltet wird. Ich habe einen Sitzplatz und ich habe auch extra reserviert gehabt. Bin echt gespannt, ob das jetzt klappt. Also, das ging jetzt einfacher als gedacht. Ich komme rein und es geht los. Ich darf doch mitfahren, obwohl ich nicht den Check-in gemacht habe. Ich habe gezahlt und dann geht's. Dann los geht's, dann gehen wir wo rein. Dann geht's los. Und ganz kurz vor der Abfahrt kam dann sogar noch eine Antwort auf die E-Mail von gestern und ich habe dann doch noch meine Bordkarte bekommen. Also die Sitze sind ziemlich bequem, würde ich sagen, aber halt auch so alt, wie sie halt sind. Ne? Hier diese ehemaligen belgischen Wagen, die hier Go Volta gekauft hat, sind hier in so einem Vierer angesetzt und eigentlich ganz gut. Was es hier nicht gibt, sind Steckdosen. Das sollte man direkt wissen, dass wenn man hier fährt, dass man eine Powerbank dabei haben muss, weil sonst könnte man ein Problem bekommen. Gucken wir mal auf den Preis, den hier man bezahlen muss. Und zwar, ich habe für diesen Sitzplatz hier 35 € bezahlt, hatte aber auch schon vor einigen Wochen habe ich das schon gebucht. Beworben wird das ja mit ab 10 €. Und ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, ob es das eigentlich überhaupt in den nächsten Wochen überhaupt noch gibt. Und die Antwort ist ja, gibt es. Und zwar an dem Tag, wo ich das heute aufnehme, genau in einer Woche, am kommenden Sonntag, kann man von Amsterdam nach Berlin noch für 10 € fahren. Danach habe ich jetzt in dem Zusammenhang nichts mehr gesehen. Der Zug fährt nicht jeden Tag, sondern nur 3-mal in der Woche, nämlich dienstags, donnerstags und sonntags von Amsterdam nach Berlin. Er fährt allerdings auch nach Hamburg, das ist dann immer an den jeweils anderen Tagen. Also diese neue Verbindung ist zwischen Amsterdam und Berlin, die nehme ich heute, und Amsterdam und Hamburg gibt es auch noch. Wenn man sich jetzt so anschaut, was hier so die Deutsche Bahn nimmt im Vergleich zu diesem Zug hier, dann ist es sehr viel mehr. In den kommenden Wochen habe ich nur einen Zug finden können, der für unter 60 € ist, also 59,99 €, ohne Bahncard natürlich gerechnet. Und genau das ist der Unterschied, warum es diesen Zug hier sozusagen gibt und warum der wahrscheinlich auch erfolgreich sein wird, nämlich weil er einfach viel, viel günstiger ist. Er braucht auch rund eine Stunde länger,
Diese Wagen, in denen wir uns gerade befinden, die können nur maximal 160 Stundenkilometer fahren. Ich bin sehr gespannt, ob die überhaupt auf die Schnellstrecke zwischen Hannover und Berlin fahren oder ob wir da die Stunde machen, weil wir, keine Ahnung, zum Beispiel über Magdeburg oder so fahren. Die 10 Euro, die beworben werden, die jetzt viel häufiger 19 oder 35 oder noch mehr Euro sind, die sind für die Economy-Klasse. Da ist auch ganz gut was los, aber ich gehe jetzt mal in die Comfort-Klasse und check aus, was die so kann. Also ihr seht hier viel weitere Sitze, die man hier haben kann. Also es sind nur noch 3 nebeneinander statt 4 wie in der Economy. Aber die Leute, die diesen Zug wählen, wählen nicht diese Wagen. Denn der Sitz hier, der kostet 35 Euro mehr. Man kriegt ein bisschen mehr Platz, aber das war's auch schon. Also das ist, ich würde sagen, ähnlich bequem. Es ist ein bisschen weiter. Man hat hier diese Armstütze, auf der man sich hier den Arm anlegen kann. Aber es gibt hier auch keine Steckdose, weil eben diese Wagen so alt sind und das einfach übernommen worden ist, das Interieur von der SNCB. Aber es ist angenehmer und es ist ein bisschen weiter. Ob es den höheren Preis wirklich wert ist, das müsst ihr überlegen. Aber jetzt seht ihr auf jeden Fall mal, wie es hier aussieht. Und zu jedem guten Zugtest auf YouTube gehört auch die Toilette. Und die gucken wir uns jetzt hier an. Also es gibt ein Waschbecken, Spiegel, alles gut. Aber jetzt kommt die große Überraschung, nämlich die Toilette. Guckt euch das hier an. No fucking way. Warte mal, nochmal. Wenn man gespült hat, ist diese Klappe da unten aufgegangen und dann ist einfach nur alles runtergefallen durch ein großes Loch, runter auf die Gleise. Deswegen war es auch dringend verboten, in Bahnhöfen oder zum Beispiel auf Brücken aufs Klo zu gehen. Ich habe gedacht, das wäre ein Ding der Vergangenheit. Also vielleicht besser einfach nicht kacken in diesem Zug, wenn man in dem Bahnhof ist, weil das ist dann einfach direkt auf den Gleisen. Oh wow. Also es ist sauber. Hier gibt es eine Seife. Man muss es mit dem Fuß. Also an dem Klo ist bis auf eine Sache überhaupt nichts auszusetzen. Nämlich willkommen zurück in den 70ern. Oder 80ern, wo das Ding gebaut worden ist. Also das hier ist nicht erneuert worden, das sage ich euch. An den Oberleitungsmasten kann man es erkennen, wir fahren über die Grenze nach Deutschland. Auf den Schock mit dem Klo erstmal noch eine Brise frische Luft für mich und schon kommen wir nach Bad Bentheim, da wo wir eine halbe Stunde Aufenthalt haben. Jetzt ist es genau 10:17 Uhr und 10:48 Uhr geht es hier weiter. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier Schönes passiert. Die Lok wird gewechselt. Hier die niederländische Lok geht weg und eine andere kommt hin. Und so sieht das jetzt aus. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Als erstes wird die Lok abgekuppelt und die Druckluftschläuche gelöst. Und dann geht's los. Die Lok fährt auf ein Abstellgleis. Dann wird die Oberleitung von 1500 Volt Gleichstrom, das was in den Niederlanden genutzt wird, auf 15.000 Volt Wechselstrom, das was in Deutschland genutzt wird, umgestellt. Und die deutsche Lokomotive kann an den Zug rollen und wird angekoppelt. Aber jetzt habt ihr gesehen, was einer der Gründe ist, warum hier lange Aufenthaltszeit ist, weil eben hier eine neue Lok dran gehangen werden muss. So, jetzt denke ich so, das ist doch eine Vectron. Warum kann die nicht einfach die gesamte Strecke fahren? Der Hintergrund ist, habe ich nämlich gerade gefragt, dass diese Vectron, die Sie hier nutzen können, eben keine entsprechenden Stromabnehmer für die Niederlande hat und deswegen das nicht machen kann.
Und dann geht's auch schon mit neuer Lok in Bad Bentheim weiter. Wir fahren über Osnabrück weiter nach Nordrhein-Westfalen. Und bei Löhne lassen wir dann an den ICE warten, bis wir das Gleis gewechselt haben. Danach geht's über Minden bis nach Hannover. Der Zug ist richtig beliebt bei Trainspottern und dann kommen wir auch schon in Hannover an. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo es hingeht, auf welche Strecke, wie lange wir fahren. Aber jetzt ist das mal los in Hannover. Jetzt genau in 2 Stunden 20 sollen wir in Berlin ankommen. Von hier aus der ICE von Hannover über Wolfsburg nach Berlin. Hauptbahnhof braucht 1 Stunde 45. So, jetzt sind hier also 35 Minuten längere Fahrzeit eingeplant. Woher kommen die? Durch eine andere Strecke oder nur durch die 160 Kilometer pro Stunde Max, aber dafür weiter auf der Schnellstrecke? Das bedeutet, wir sind jetzt auf der Strecke in Richtung Wolfsburg und das bedeutet, dass wir über die Schnellstrecke fahren werden. Aber kurz nach Wolfsburg wird mir dann klar, warum das länger braucht, weil wir nämlich angehalten haben. Der kann übrigens 200 fahren, unserer nur 160. Aber der Grund, warum wir jetzt hier wahrscheinlich gerade stehen, ist, weil wir jetzt überholt werden und da kommen wahrscheinlich die 35 Minuten her, die wir länger brauchen. Ich schätze jetzt mal, da kommt jetzt ein ICE, der wird jetzt hier lang fahren, uns überholen und danach fahren wir weiter. Das ist mein Top-Tipp. Und genauso wie ich es gedacht habe, ist es auch passiert. Danach geht es auch direkt weiter. Aber ich glaube, dass wir noch ein weiteres Mal überholt worden sind, weil wir sind dann wieder von der Schnellstrecke runtergefahren und fahren hier durch den Bahnhof von Stendal. Während der Zeit könnte auf der Schnellstrecke uns ein weiterer ICE überholt haben. Wir fahren da auch einfach nur durch und dann fahren wir wieder drauf auf die Schnellstrecke. Hier ein ICE, der nach Stendal fährt. Also, dann fangen wir mal an mit unserem Fazit. Wie finde ich hier Go Volta? Ganz grundsätzlich muss ich sagen, wir sind jetzt gleich in Berlin angekommen. Es ist bis jetzt weiterhin pünktlich und grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es eine Fahrt, die wirklich in Ordnung ist. Also, man kann mit Go Volta fahren, sie sind pünktlich, sie brauchen länger, aber sie versprechen ja auch nichts anderes als das, was sie hier einhalten. Und das finde ich schon mal ganz grundsätzlich gut. Dafür sind sie auf der Strecke wirklich deutlich günstiger als die Deutsche Bahn und die Nederlandse Spoorwagen zusammen mit dem ICE, weswegen dieser Zug hier sich durchaus lohnen kann für Leute, die preisbewusst sind. Selbst hier, die Comfort-Klasse kostet 35 Euro mehr als die Economy-Klasse da drüben, aber selbst das ist durchaus vergleichbar mit den Zweite-Klasse-Preisen, die die Deutsche Bahn anbietet. Deswegen, wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen und hier hat man wirklich gut Platz. Der Buchungsprozess selber hat ein bisschen was von Ryanair. Sie versuchen dir gern ein bisschen zu verkaufen, die Extras. Also wie zum Beispiel hier diesen Komfortwagen, wie zum Beispiel eine extra Sitzplatzreservierung, die nochmal extra oben drauf kostet. Und es wirkt so ein bisschen so, als ob man die brauchen würde. Steht da nicht explizit, wirkt ein bisschen so. Wollte ich sagen, das ist unnötig. Der ganze Check-in-Prozess ist aus meiner Sicht komplett unnötig. Das verstehe ich überhaupt gar nicht, warum die das haben. Eigentlich sieht das für mich so aus, als ob sie damit irgendwas machen wollen, um möglicherweise ihren Zug überbuchen zu können, wenn der mal richtig ausgelastet ist. Und das finde ich nicht so gut. Es hat alles was von Airlines, hat alles was von Ryanair. Das brauchen wir alles nicht. So zusammengefasst, Go Volta ist ein Zug, den kann man empfehlen für Leute, die günstig reisen wollen. Er fährt nur 3-mal in der Woche zwischen Amsterdam und Berlin
und 3-mal in der Woche zwischen Amsterdam und Hamburg. Wenn ihr diese Strecke machen wollt an einem dieser Tage, dann lohnt es sich auch mal drüber nachzudenken, mit diesem Zug hier zu fahren. Aber merkt euch, Handyladen ist nicht drin, ihr braucht definitiv eine Powerbank. Und der Snackwagen, der angekündigt ist, den gibt es auch noch nicht. Aber jetzt gleich, in wenigen Minuten, kommen wir dann auch an in Berlin-Gesundbrunnen. Nicht am Hauptbahnhof, sondern in Gesundbrunnen. Aber Gesundbrunnen nach Hauptbahnhof ist ja dann auch nicht mehr so weit. Gleis 9 einfach RE6 nach Perleberg über Oranienburg in den Abschnitten. So, wir sind angekommen und das ist Berlin-Gesundbrunnen. Und das war mein Video von Amsterdam Zentral hier nach Berlin-Gesundbrunnen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal, liked das Video und wenn ihr mich unterstützen wollt, dass ich mehr solche Sachen mache, dann werdet doch gerne Kanalmitglieder. Ich sag Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.